Hallo, liebe Zuschauer. Ich habe heute das Vergnügen, euch meine schöne Steampunk-Dose zu zeigen, wie ich die modelliert habe. Als erstes entsteht die Idee, die ich auf Papier zeichne, indem ich das einfach mal so vorzeichne, wie ich das so ungefähr mir vorstelle. Und dann schneide ich das aus, dieses Papier. Da geht es hauptsächlich um dieses ovale Teil, dass es gleichmäßig wird. Mache das auf meine Platte Ton, schneide das wieder aus. Zweimal brauchen wir das. Und dann brauchen wir noch einen Streifen, der das ringsrum miteinander verbindet. Um diese Sachen dann zu verbinden, muss man natürlich immer diese Teile schön anritzen. Ich nehme dazu eine alte Zahnbürste, mache dabei ein bisschen Schlicker drauf. Schlicker ist immer der flüssige Ton, den man nimmt, den man mit Wasser anrührt. Das ist der sogenannte Kleber. Damit verbinden wir das alles wunderschön. Ihr seht, ich mache ja die Platte ran, setze sie da drauf auf die eine. Und dann müssen wir das mit der zweiten Platte genauso machen. Die müssen wir da oben wieder anrauen mit der Zahnbürste, die zweite Platte draufsetzen. Und dann habe ich so einen wunderschönen Pizzaroller. Dann kann man die Kanten ganz schön glatt rollen, damit wird das schön eben, schön glatt, sieht sehr schön glatt aus. Jetzt muss ich diese Dose ein bisschen trocknen, damit die nicht zusammenfällt und kann schon mal die anderen Teile, die ich brauche für diese Dose, vorbereiten. Da brauche ich ein paar Füße, knete den Rest den Ton zusammen, brauche noch so ein paar Teile, die dann schön sind für die Schönheit sozusagen, ne? Die können wir jetzt alle schon mal vormodellieren, die wir brauchen, wie das es auch in Steampunk aussieht. Steampunk ist einfach nur eine Variante, die aus der viktorianischen Zeit entstanden ist. Da zählen Zahnräder zu, wie Jules Verne. Und diese Teile brauche ich jetzt. Da nehme ich einfach aus meiner Box so ein paar Ausstecher, Keksausstecher. Da kann es auch mal eine Blume sein, das sieht man hinterher nicht mehr irgendwie und füge das zusammen und drapiere das dann auf der Dose. Jetzt ist die Dose ein bisschen getrocknet, jetzt kann man die noch ein bisschen verputzen. Man sieht es, ich nehme immer ein bisschen Wasser und ein bisschen Schwamm. Ein bisschen Schwamm ist gut. Und verputze das ein bisschen, glätte das wieder ein bisschen. Und dann kann ich die Teile, die ich da so schön vorher schon vorbereitet habe, draufkleben. Wieder natürlich mit der Zahnbürste anrauen und Schlicker und klebt das drauf. Macht das alles so ein bisschen, wie der Julian das auch gemacht hat. Die Schrauben möchte ich da hervorheben. Da seht ihr, ich nehme sogar einen richtigen Schraubenzieher, mache eine richtige Ritze rein. Jetzt kommen die Füße dran. Und dann kommen noch diese schönen, dass es dann wirklich aussieht wie der Steampunk so. Die Zahnräder, die man rechts eingeblendet sieht, die kommen da auch irgendwie drauf. Und damit das dann natürlich auch noch eine Dose wird, brauchen wir eine Öffnung oben. Und dann nehme ich die sogenannte Wursttechnik. Habe da wirklich kleine Würste gerollt und habe die da angeschlickert und die nächste Wurst drauf gemacht. So kann man wirklich schön aufbauen. Das ist die Aufbautechnik, die am perfektesten und an jedem Teil auch im Nachhinein noch funktioniert. Ansonsten wäre das wahrscheinlich zusammengebrochen mit nochmal eine Plattentechnik drauf. Und so war das halt die beste Lösung für dieses Teil. Und dann kann man das schön aufschneiden, damit ich da die Dose halt auch nutzen kann. Das habe ich jetzt getan, das sieht man hier. Dann wird das alles noch schön verschwemmt und verputzt. Und dann brauchen wir dazu natürlich noch diese extra Details und einen Deckel. Zum Steampunk gehören so ein paar Sachen wie ein Schlüsselloch oder überhaupt ein Schlüssel oder Ketten. Und das alles im Ton kann man irgendwie versuchen zu modellieren. Das habe ich da jetzt auch gemacht, indem ich da wie so einen kleinen Ring anmodelliert habe und noch auf der anderen Seite auch noch. Seht ihr das? Das kann man einmal stehend machen. Und wenn das nachher trocken ist und gebrannt ist, wird das schön hart und sieht einfach klasse aus, finde ich. Und damit es besser hält, muss man immer sowas stützen, sonst bricht das beim Trocknen richtig in sich zusammen. Und dazu gebe ich dann eine Stütze, indem ich da einfach ein bisschen Küchentücher drunter stecke. Ne? Das so mit Papier oder irgendwas, was man hat, damit es sich auch nach innen ziehen kann, weil es trocknet ja. Da muss man immer dran denken. Also man kann da jetzt nicht irgendwas dazwischen machen. Es muss sich zusammenziehen können. Das ist ganz wichtig. Jetzt rolle ich schon noch den Deckel. Den mache ich einfach nur eine Platte
Mache dazu noch einen kleinen Innenring, damit nachher der Deckel auch halten kann. Da seht ihr, ich schneide einfach kleine Würstelstreifen und die fixiere ich jetzt, die mache ich fest. Das kann man da auch so miteinander trocknen. Das dürfte nichts passieren beim Trocknen, muss man aber dennoch aufpassen. Und jetzt ist die Dose gleich fertig. Ihr seht sie noch im Anschluss.